gut. Anne, wir haben dauernd gestritten, wir streiten immer ist irgendwas. Ihr seid glücklich und dann komme ich und ihr trennt euch. Dann sagt es mir doch wenigstens ins Gesicht, dass seine so behinderten Sohn liegt. Oh Gott. Hallo? Hallo? Ja, hier. Guten Morgen. Morgen Praxis geschlossen. Kälte. Schock. Ach so, schade. Na dann. Jetzt warten Sie einen Moment. Kann ich Ihnen helfen? Nichts, ich brauche einen... Ach so, sind Sie der Arzt? Ja. Also, ja gut, sieht gerade nicht so aus, aber ist so. Hallo. Hallo. Martin Gruber. Lisa Koch. Guten Tag. Wo drückt der Schuh? Ich brauche was gegen Höhenangst. Okay. Ja, ich muss in 2 Stunden auf den Berg und mir ist schon beim Gedanken daran schlecht. Also, Frau Koch, grundsätzlich ist es so, gegen Höhenangst gibt es jetzt erstmal keine Medikamente. So, auf die Schnelle. Was man natürlich machen kann, ist, sag ich mal, eine Art Konfrontationstherapie. Da brauchen wir aber auch mehr als 2 Stunden, ne? Ja. Diese Bergtour ist Teil einer Konfrontationstherapie. Mein Mann, also mein zukünftiger Mann und ich haben extra einen Bergführer engagiert. Gruber auch. Sagten Sie Gruber? Ja. Ja, aber der heißt auch Gruber. Hans, glaube ich. Ja, das ist mein Bruder. Guter Typ, bei dem sind Sie gut aufgehoben. Wunderbar. Können Sie mir bitte trotzdem was geben? Also gegen die Übelkeit? Ja. Ach so, die Übelkeit. Ja, klar, kann ich Ihnen geben. Es ist so, ich denke, vielleicht sollten Sie es einfach ein bisschen behutsamer angehen. Hm? Ich habe keine Zeit für behutsam. Mein Mann, also mein zukünftiger Mann, hat das Schlosshotel übernommen. Das heißt, der wilde Kaiser, die Berge sind jetzt wieder mein Zuhause. Und ist ja nicht so gut, wenn man Angst vor seinem eigenen Zuhause hat. Ja, das stimmt, das ist nicht schön. Gegen die Übelkeit kann ich Ihnen was geben. Haben Sie gesagt Schlosshotel? Mhm. Das ist ja ein Knaller. Da bin ich auf Ihre Hochzeit eingeladen. Oh Gott. Meine Schwiegermutter, sie möchte die Hochzeit nutzen, um Werbung für das Hotel zu machen. Und deshalb hat sie alle wichtigen Menschen im Umkreis von, weiß ich nicht, 50 Kilometer eingeladen. Ja, kann man mal sehen. Dann bin ich wohl einer der wichtigsten Menschen hier im Umkreis von 50 Kilometern. Ja. Gut, hier ist was gegen Übelkeit. Vielleicht versuchen Sie es, bevor Sie mit dieser Bergtour anfangen, einfach mit einer kleinen, geschmeidigen Gondelfahrt. Doch, eine Gondel ist klein, die ist überschaubar, die ist vor allem geschlossen, sicher. Sie Heizung einfach geschmeidig nach oben und dann können Sie vielleicht schon ein bisschen von Ihrer Angst abbauen. Kommen Sie mit? Nee, ich muss hier. Aber auch nicht so richtig ernst gemeint. Vielen Dank. Warten Sie! Man kann sich ja Dinge auch mal anders überlegen. Ne? Das Auto lass mal stehen.
Kleiner Exkurs zur Höhenangst. Das ist so ein kleiner Trick im Gehirn. Sie überlisten sich selber, indem sie eigentlich im Prinzip am Horizont keinen Fixpunkt mehr erkennen können. Okay, und was kann ich dagegen tun? Suchen Sie hier in der Nähe einen Fixpunkt. Okay, gut. Habe ich... Nein, nicht auf den Boden gucken, das ist nicht gut. Schauen Sie mir in die Augen. Hinter Ihnen geht's aber steil bergab. Ich nehme mal lieber den da. Da sollen Sie nicht hinschauen, Sie sollen mir in die Augen schauen. Okay. Okay. Hatten Sie als Kind schon Probleme? Nee, also... Ich meine mit der Höhenangst? Nein. Meine Eltern hatten einen Gasthof in 1800 Meter Höhe. Nein, keine Probleme mit der Höhe. Ich frage nur deswegen nach, weil es kann natürlich sein, dass bei einer stärkeren Ausprägung immer ein traumatisches Erlebnis zugrunde liegt. Ah, Quatsch, nein, ich bin einfach nur, ich stelle mich wahnsinnig blöd an. Okay. Na? Okay. Was ist? Ja, wir bleiben mal kurz stehen. Was ist denn jetzt? Okay. Was ist denn jetzt? Die Gondel bleibt kurz stehen. Kommen Sie zu mir rüber. Okay. Kommen Sie zu mir. So. Ruhig weiteratmen. Ruhig weiteratmen. Schauen Sie mich an. Gut. Und es geht wieder weiter. Gut. Wissen Sie, was noch hilft gegen Höhenangst? Was denn? Wenn Sie ein völlig unsinniges Wort rückwärts buchstabieren. Ja? Hey, natürlich. Ich hatte schon befürchtet, dass du abhaust. Dr. Gruber hat mich ein bisschen vorbereitet für die Bergtour. Das ist ja nett von Dr. Gruber. Und so selbstlos. Ja? Hallo, Hans Gruber. Lisa Koch freut mich. Hallo. Martin Gruber freut mich. Ja, tut mir leid. Ich hoffe, Sie haben nicht allzu lange warten müssen. Wir hatten noch einen kleinen Umweg, aber jetzt sind wir da. Ach, kein Problem. Bei Lisa gibt's kein Warten, nur Vorfreude. Das ist schön. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Tour. Tolles Wetter haben Sie. Mein Bruder macht das hervorragend. Viel Spaß. Hans, tu mir bitte einen Gefallen und geh kein zu hohes Risiko ein. Ja? Schau, dass Frau Koch immer mit verschiedenen Höhen konfrontiert wird, weil... Moment mal, willst du mir jetzt meinen Job erklären, oder was? Was? Ist nicht mehr weit. 20 Minuten noch bis zum Gipfel. Herrlich. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, da wird's recht schmal. Geht's links und rechts ziemlich runter, gell? Lass uns gut sein für heute, ja? Ich finde, es reicht für den Anfang. Du brauchst keine Angst haben. Da kommt jetzt erstmal eine große schneebedeckte Stufe und erst danach geht's richtig runter. Schaust du ruhig an? Schluss. Ich will nach Hause. Jetzt, bitte. Warte, langsam, warte mal. Mach mal die Augen zu und atme ganz ruhig weiter, okay? Genau. Ist besser? Bisschen. Komm, dann gehen wir jetzt weiter, ha? Einfach weitergehen. Du wirst sehen, die Angst, die nimmt ganz von alleine ab. Ha? Auf geht's. Komm, wir gehen den Weg zusammen. Komm, ich nehme dich an der Hand. Zieh nicht so, bitte. Vertraue einfach auf meine Hand, ja? Ich zieh gar nicht. Halt dich einfach fest, vertrau Du mir. ziehst die ganze Zeit. Hör doch mal auf. Nein, Hör doch mal auf. mach ich doch gar nicht. Lass das doch mal. Hey, nicht loslassen! Hey, hey, nein!
Ruf 112 und ich kümmere mich um Ihre Frau. Nicht bewegen! Ich komm gleich zu Ihnen runter! Ganz ruhig, ich bin da. Die Bergrettung ist unterwegs, okay? Gut. Alles klar. Gut. Wo tut's weh? Das Bein? Okay. Da kommen Sie schon. Hi. So, was ist passiert? Sie ist da oben runtergestürzt, hat sich offenbar das rechte Bein verletzt. Hi, so sieht man sich wieder. Einfach ruhig weiteratmen. Haben Sie Schmerzen? Weiteratmen, weiter. Beine. Können Sie die Beine bewegen? Gut, sie ist aber transportfertig, mein Berg ist ja klar. Wir fliegen ihn ins Krankenhaus. Okay? Frau Koch, danke. Ich bin schon vorsichtig, ja? Ganz langsam. Keine Knochenbrüche. Ja, ist schon mal gut. Wir brauchen noch eine Druckmessung. Ihr rechter Unterschenkel ist geschwollen. Naja, geschwollen. Wir können ja Wir abwarten. müssen warten, bis er ein Compartment-Syndrom gebildet hat. Wenn dem so sein sollte, möchte ich so schnell wie möglich reagieren. Verstehst du? Hm? Ich habe das total unterschätzt. Das war mein Fehler. Das ist doch Blödsinn. Ich bin einfach total hysterisch. Ich hätte dich da nie hochdrängen sollen. So, die guten Nachrichten zuerst. Wir haben im CT keine Knochenbrüche festgestellt. Wunderbar. Lass uns nach Hause gehen. Ja, Moment, Frau Koch, so schnell geht's nicht. Wir haben bei der Druckmessung, die wir eben durchgeführt haben, ein sogenanntes Compartment-Syndrom festgestellt. Das heißt... Hallo. Lisa, Kind. Was machst du denn für Sachen? Guten Tag. Ich bin Elisabeth Tamm. Wie geht's hier? Guten Tag, mein Name ist Martin Gruber, ich bin der behandelnde Arzt und das ist mein Kollege Dr. Kahnweiler. Frau Koch geht's den Umständen entsprechend gut und wir waren gerade dabei, ihr die Sachlage zu erklären. Wir haben bei Frau Koch im rechten Unterschenkel ein sogenanntes Compartment-Syndrom festgestellt. Das heißt, Blut und Lymphe können nicht so ablaufen, wie wir uns das wünschen. Das heißt, ich würde mittels einer kleinen OP den Druck entlasten wollen. Eine OP? Aber da gibt's doch bestimmt eine Alternative. Die beiden heiraten in einer Woche und 500 Einladungskarten sind verschickt. Naja, Martin, ich meine, die Druckmessung liegt im Grenzbereich. Wir könnten es mit einer konservativen Therapie versuchen. Kühlung, Ruhigstellung des Unterschenkels. Also ich meine... Ja, ich weiß, Alexander, aber wenn die konservative Methode nicht zum Rückgang der Schwellung führt, dann haben wir ein Problem. Ich würde die OP bevorzugen. Aber es ist medizinisch offensichtlich auch vertretbar, abzuwarten. Ja, das könnte man. Was vertretbar ist oder nicht, entscheidet allein Lisa. Was sagst du? Und jetzt denk nicht an die Hochzeit, die ist vollkommen zweitrangig. Warten wir ab. Wird schon nicht so schlimm sein. Und? Naja, also, erstmal ist natürlich ein Schock. Prellungen und dann hat sie im rechten Bein ein Compartment-Syndrom gebildet. Aber nichts gebrochen. Nee.
Hans, warum hörst du mir nicht zu? Wenn du mich hättest ausreden lassen, dann hätte ich dir sagen können, dass die Frau ein Problem mit der Höhe hat, und zwar so ein richtiges Problem. Die Tour, die du da genommen hast, die war einfach zu anspruchsvoll. Was willst du mir jetzt sagen, Martin? Der Absturz war meine Schuld, oder was? Ja. Wenn du die Tour nicht gegangen wärst, dann wärst du nicht abgestürzt. Weißt du was, du kannst mir mal. Aber sowas von. So, Christian. Neben dich setzen wir den Bürgermeister und den Präsidenten des Tourismusverbandes. Und neben Lisa setzen wir Gustav Angerer und seine Frau. Gustav Angerer? Wer ist Gustav Angerer? Wie kann man Gustav Angerer nicht kennen? Das ist der berühmteste Skifahrer der Region. Kenne ihn trotzdem nicht. Ich fände es ja schön, wenn am Tag meiner Hochzeit Menschen neben mir sitzen würden, die ich kenne und mag. Lisa, der Brauttisch ist der Tisch, der fotografiert wird. Wenn da lauter Leute sitzen, die kein Mensch kennt, haben wir wenig Chancen, dass das Foto in der Presse erscheint. Auch der Kelch will an uns vorübergehen. Hey, der Kelch ist unsere Hochzeit. Ich weiß, Lisa. Lisa, wenn dir das alles zu viel ist, dann sag es. Ein Wort genügt und wir heiraten alleine. In der versteckten Kapelle, so auf nackten Füßen mit Gänseblümchenkranz im Haar. Du nimmst mich ja überhaupt nicht ernst. Doch, das tue ich. Aber ich kann die Logik meiner Mutter nachvollziehen. Das Hotel kann mehr Aufmerksamkeit gebrauchen. Ja, und es geht nicht nur um uns, sondern um 732 Mitarbeiter, die davon abhängig sind, dass wir ihre Interessen im Blick haben und nicht nur unsere. Oh je, klinge ich wirklich so schlimm? Oh Gott. Nee, Entschuldigung, nein, nee, ich bin blöd. nein, ich klinge furchtbar. Au, au, mein tut so weh. Das sieht aber gar nicht gut aus. Bitte nicht. Das ist total heiß. Du, die Lilly wird sich bestimmt melden, wenn sie in New York ankommen ist. Der Lilly macht mir auch keine Sorgen. Die hat den Urlaub wie das Leben. Verstehst du? Ich meine, hallo, New York? Und an wen machst du dir dann Sorgen? Und die Frau Koch, die wir heute geborgen haben, die vom Berg runtergefallen ist. Ach komm, Martin, Lilly, du hast doch Urlaub. Ja, aber du weißt, wie es ist. Ein Arzt hat niemals wirklich Urlaub. Das Problem ist, dass die eine Hochzeit geplant haben. Und jetzt will sie sich natürlich nicht operieren lassen. So, und jetzt muss ich der Schwiegermutter, weil die mir nicht vertraut, irgendeinen Spezialisten aus dem Ärmel zaubern. Ja, wieso denn der Schwiegermutter? Die Schwiegermutter hat es geplant, die will unbedingt, dass das stattfindet. Frau Koch hat ein Compartment-Syndrom, das muss operiert werden, und zwar schnell. Wenn man es nicht operiert, dann haben wir ein Problem. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man ihr das Bein amputieren muss. So, und jetzt hänge ich mal ans Telefon und versuche irgendwie einen Spezialisten klarzumachen. Martin, muss ich irgendwas wissen? Nein, du musst nichts wissen, du weißt doch immer alles. Herr Tam? Ah. Okay. Ja, gut. Bin gleich bei Ihnen. Danke. Wiederhören. So. Ich muss los. Schaut ja nicht so gut aus mit der Frau Koch. Ja? Bewegen Sie mal die Zehen, bitte. Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr im Fuß. Das ist, weil die Blutzufuhr unterdrückt ist. Der Druck, der durch die Schwellung entsteht, führt dazu, dass das Gewebe abstirbt. Das heißt, es wird nekrotisch. Also, aber die letzte Option, die wir haben, ist die Amputation. Was? Naja, es ist so, dass die absterbenden Muskeln, das absterbende Gewebe führt zu einer Sepsis. Das kann in weiterer Folge zu einem Multiorganversagen führen und dann letztendlich im schlimmsten Falle zum Tode. Aber da wollen wir jetzt auch nicht hin. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Genau. Ich habe auf der Herfahrt mit Professor Hartmann telefoniert. Der Spezialist hat eine Klinik im Alpbachtal und er würde Sie heute Abend operieren können. Sehr gut. Das wäre gut. Er wäre sehr positiv, meinte, bezüglich Ihrer Termine der Hochzeit. Gut, dann packe ich jetzt ein paar Sachen und bringe dich in die Klinik. Gut, der Transport sollte ärztlich überwacht sein. Mein Vorschlag, ich kann Sie fahren. Okay, dann fahre ich und Sie können sich ja derweil um Sie kümmern. Ich bin gleich wieder da.
Machen Sie sich keine Sorgen. Was ist, wenn es bei der Fahrt zu Komplikationen kommt? Tam, deswegen fahre ich ja mit. Was könnten das für Komplikationen sein? Christian, ich würde ehrlich gesagt lieber mit Dr. Gruber allein fahren. Auf keinen Fall. Aber du hast doch sowieso heute Nachmittag den Notartermin. Okay, dann sag ich ab. Du machst mich aber nervös. Okay, ich halte den Mund, ja? Herr Tam, es ist so, es ist jetzt nicht unbedingt mein erster Krankentransport. Also machen Sie sich keine Sorgen. Und wenn Sie jetzt wirklich noch was zu erledigen haben heute Nachmittag, dann tun Sie das. Ich meine, wir können ja auch telefonieren. Aber ich will doch nur helfen. Ich weiß, du hilfst mir am meisten, wenn du dich hier um alles kümmerst, okay? Okay. Können Sie mir die Tasche in den Kofferraum packen? Ja, natürlich. So, alles klar? Ja. Okay. Beim Kollegen Hartmann sind Sie wirklich in guten Händen. Da brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Dabei hatte der Tag so schön angefangen. Finden Sie. Ja? Du, Lisa, ich bin's nochmal. Ich wollte nur sagen, ich bin jederzeit erreichbar, ja? Ich lasse das Handy an, rund um die Uhr. Okay, ciao. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Nachdem mein Vater gestorben war, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau in Hamburg. Und dann habe ich mich in einem seiner Hotels beworben. Also in einem der Hotels seiner Mutter. In einem der Hotels? Aha. Frau Tam besitzt 3 Grand Hotels in Hamburg. 3 in Hamburg und jetzt noch das Schlosshotel in Elmau. Respekt. Also vom Berggasthof zum Schlosshotel. Das klingt ja wie... Ja, ich weiß. Ich weiß schon. Aschenputtel. Ich muss aufs Klo, bitte. Ja, okay. Danke. Langsam, langsam, langsam. Kommen Sie. Gut. Danke. Dann bringen Sie jetzt auf Toilette. Nein, bitte nicht. Geht's? Warten Sie, ich gebe Ihnen was. Ist ja vorbereitet. Wow. Einmal links, einmal rechts. Danke. Bitte. Bleiben wir doch noch einen Moment. Es ist so schön hier. Nein, wir müssen los. Jetzt, Vorsicht. Danke. Sagen Sie, ist das normal? Das linke Bein fühlt sich jetzt auch taub an. Das Gesunde. Das ist ganz komisch. Jetzt gerade? Spüren Sie das? Ein bisschen. Okay. Gut, wir müssen los. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. So, danke. Alexander. Tut mir leid, Dr. Kahnweiler ist gerade im OP. Kann ich ihm irgendwas ausrichten? Patientin Koch. Er soll mal checken, ob wir eine gedeckte Fraktur im Verlauf des Beckens oder der Wirbelsäule eventuell übersehen haben. Er soll mich dann zurückrufen. Ja gut, mache ich. Jo, perfekt. Danke. Wiederhören. Brauchen Sie Hilfe? Nee, danke. Alles klar. Okay.
dann? Fahren wir woanders lang. Schaffen wir es noch rechtzeitig zur OP? Keine Sorge, wir sind rechtzeitig da. Sollte man nicht in der Klinik Bescheid sagen, dass es länger dauert? Das würde ich wahnsinnig gerne tun, aber wir sind immer noch im Funkloch. Wir müssen raus hier, schnell. Come on. Okay. Alles gut soweit? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Hier ist irgendwas. Aber keine Ahnung. Was ist mit dem Bein? Ich weiß, ich merke nichts. Scheiße. Nur kein Netz. Und jetzt? Wir müssen weg hier. Los, aufsitzen. Komm. Hey. 1, 2, 3. So. Ja, ja. Und jetzt? Ja? Geh jetzt nochmal zum Auto und hol mal ein paar Decken. Und meine Arzttasche, weil hier ist nichts. Okay. Bin ich gleich wieder da. Lisa, ich wollte nur sagen, wir fahren jetzt zum Notar. Also, ich hoffe, dir geht's gut, ja? Können wir? Ja.
Jetzt bleiben wir erstmal hier. Es wird schnell dunkel und dann morgen früh runtergehen und versuchen, ein Netz zu kriegen und Hilfe zu holen. Und wenn über Nacht was passiert mit dem Bein? Ja. Dann ist ja gut, dass ein Arzt hier ist, ne? Ja? Wenn Christian mich nicht erreicht, dann wird er dann... Die werden uns suchen. Ich mach mal ein Feuer. Ja. Oh, mal wieder eine Mailbox. Ja, vielleicht wirst du in der Klinik schon durchgecheckt. Oder du hast dein Handy ausgeschaltet, weil dir ein gewisser Stalker auf den Wecker geht. Ich denke an dich. Aber das kann doch nicht sein. Frau Koch sollte heute Abend in Ihrer Klinik operiert werden. Schauen Sie doch bitte noch mal nach, ja? Lisa Koch, so wie man spricht. Also sie ist definitiv noch nicht eingetroffen. Okay, danke. Also das Feuer brennt. Wenn Sie uns suchen, dann werden Sie uns sehen. Der Druck, ist er erträglich? Fühlt sich alles taub an. Spüren Sie das? Warum sind Sie eigentlich von Elmar nach Hamburg gezogen? Perspektivlosigkeit. Und was war es wirklich? Meine Mutter ist gestorben, als ich 16 war. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mein Vater und sie waren sehr verliebt, sehr innig immer miteinander. Und der hat das nicht gut verkraftet. Er hat fürchterlich gelitten. Und dann hat er angefangen zu spielen. Und am Ende hat uns der Hof nicht mehr gehört. Sagten Sie nicht, dass Ihr Vater verstorben ist? Ja. Warum? Ein Unfall. Verstehe. So ein 5-Sterne-Shishi-Laden. War das immer schon Ihr Traum? Nein. Ich hätte den Gasthof meiner Eltern sehr gerne wieder zum Laufen bekommen. Aber Elisabeth hat das durchgerechnet, Frau Tamm, und hat erklärt, dass das nicht rentabel ist. Und dann hat sie uns das Hotel gekauft. Waren Sie und Ihre Schwiegermutter? So, ne? Merkt man, ja. Ja. Ich glaube, sie hat Angst, dass ich ihr ihren Sohn wegnehme. Bin einfach nicht die Frau, die sie sich für ihn gewünscht hat. Dann kommt sie hinterher drauf, dass Sie ein Glücksgriff waren. Gruber? Entschuldigen Sie die Störung, aber Lisa, sie ist nicht in der Klinik angekommen. Und an ihr Handy geht sie auch nicht. Genauso wie ihr Bruder. Bei der Polizei war ich auch schon. Die wollen mir nicht helfen, die wollen bis morgen warten. Aber ich bin mir sicher, dass was passiert. Können Sie nicht die Bergrettung, wenn wir das ganze Gebiet mit dem Hubschrauber abfliegen? Ja, aber die fliegen nachts nicht. Okay, wir fahren die Strecke ab, okay? Ja, okay, gut. Holen's mir ab, ich zieh mich schon mal an. Danke. Wovon träumen Sie denn? Ich habe keine Träume. Kommen Sie. Jeder will doch irgendwas. Ich will, dass ein Hubschrauber kommt und uns abholt.
Als ich klein war, wusste ich immer nicht, was ich mir zum Geburtstag wünschen soll. Die Liste war immer so lang. Und dann hat mein Vater mir den Tipp gegeben, den Kopf mal ganz leer zu machen, also an gar nichts zu denken und dann Augen zu. Und das erste Bild, was dann auftaucht, das gilt. Das ist es dann, was man will. Und? Nichts? Nee. Wunschlos glücklich. Ich glaube, da war was. Wo? Da. In 2 Stunden wird's hell, dann können wir aus der Luft suchen, okay? Ich dachte, da war was. Ihr habt's doch nie gedacht, dass ich meinen 18. ohne euch feiere. Gibt's jetzt aber nicht, oder? Schön. Du, hä? Was ist los? Versuchen Sie ruhig weiterzuatmen. Was ist los? Wo tut's weh? Der Bauch tut so weh. Okay. Mal hier. Ich muss noch mal ran. Hier. Scheiße. Das ist nicht gut. Okay. Sie haben eine harte Bauchdichte. Es kann sein, dass es in eine Einblutung gekommen ist. Was ist denn? Ich muss jetzt kurz zum Auto. Nein. Doch, ich muss jetzt kurz los. Ich muss was holen. Und dann bin ich gleich wieder da. Okay. Im Bauch haben wir wahrscheinlich ein bisschen Blutsand. Das heißt, ich muss dich jetzt operieren. Das ist unsere einzige Chance. Das ist unsere einzige Chance. Okay, ich gebe das Narkosemittel, was ich noch habe. So, ich lege jetzt erstmal einen Zugang und dann ist schon besser. Okay? Also schön langsam, Schritt für Schritt. Ich bin da. Ist alles gut.
Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Problem. Ich habe jetzt kein Narkosemittel mehr. Die Alternative ist eine sogenannte CO2-Narkose. Das heißt, ich werde dir eine Tüte vor dem Mund halten und du wirst in diese Tüte atmen. Dein Blut wird mit CO2 angereichert. Dadurch wirst du schläfrig, wirst ohnmächtig und ich kann operieren. Okay? Gut. So. Okay? Okay, gut. Gut. Komm. Komm rein. Vertrau mir, ich bin da. Und ruhig. Es ist gut. Es ist gut. Geschafft. Das bringt ihn nach Hause. Alles gut? Alles gut? Wie geht's dir? Es ist so kalt. Ja, ist kalt. Ich weiß, es ist kalt. Halt durch, du schaffst das. Wir müssen noch ein bisschen unterwegs sein, aber du schaffst das, okay? Bleiben wir jetzt beim Du, ja? Wir beim Du bleiben? Ja. Okay? Lisa! 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 Kannst du da landen? Ja, okay. Hey!
Patientin 35 Jahre alt, Kreislauf stabil, Puls 120, Sättigung 89, Autounfall nach Lawinenabgang, vermutlich verschobene Brustwirbelfraktur mit Paraplegie, der hälftenmäßige Ligatur der Arteria linalis, Öffnung des Bauchraumes nach dem Unfallort, bei akutem Abdomen durch Milzruptur und Compartment-Syndrom im rechten Unterschenkel, Kreislauf stabil, intubiert. Haben Sie denn am Unfallort operiert? Womit haben Sie sediert? Diazepam und eine Tüte. Was? Eine CO2-Sedierung. Ach, und wie haben Sie die Blutung gestoppt? Ja, der hatte noch 2 Mauleklemmen im Handschuhfach. Sind Sie zufällig auch noch Chirurg, MacGyver? Nein, Neurochirurg. Dann kommen Sie, wir brauchen jede Hand. Wie geht's ihr? Ja, soweit alles gut. Sie ist stabil, sie ist in Narkose, sie schläft. Wir haben soweit alles erstmal hingekriegt. Die gute Nachricht, das Compartment-Syndrom hat sich nach der Druckentlastung zurückgebildet. Die Milz mussten wir leider nach der Ruptur, nach dem Milzriss entfernen. Ist aber soweit kein Problem. Es wird medikamentös eingestellt und man kann auch ohne Milz ein normales Leben führen. Was uns ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist nach dem Bergunfall hat sich ihre Verlobte eine verschobene Brustwirbelfraktur des 3. Brustwirbels zugezogen. Wir konnten operieren und stabilisieren. Aber Sie hatten sie doch geröntgt. Da hatten Sie doch gesagt, dass es sich nichts gebrochen hat. Ja. In dem Fall spricht man von einer verdeckten Fraktur. Das heißt, wir konnten die Fraktur im CT leider nicht sehen. Bei dem Autounfall nach der Lawine hat sich der Brustwirbel verschoben und das Rückenmark ihrer Verlobten wurde nicht verletzt, aber gequetscht. Und das heißt? Das heißt, dass wir im Moment nicht wissen, ob in weiterer Folge es bei ihrer Verlobten zu Lähmungserscheinungen kommen wird. Nee. Ja, Tam, ich weiß, es ist alles ein bisschen viel. Ich würde vorschlagen, Sie fahren jetzt erstmal nach Hause, gönnen sich ein bisschen Ruhe. Ihre Verlobte ist in der Narkose. Sie wird morgen früh aufwachen, wir geben Ihnen Bescheid. Und dann wissen wir auch schon mehr. Können Sie fahren? Kümmerst du dich? Ja, klar. Okay. Alles gut. Willkommen zurück. Wie geht's mir denn? Das ist alles gut überstanden. Meine Beine spüre ich immer noch nicht. Mhm. Weil dein Rückenmark gequetscht ist. Bleibt das? Wir werden morgen ein paar Tests machen. Wer ist denn da noch wach? Ich. Hi. Hi. Na, kannst nicht schlafen? Nein, kann ich nicht.
Hans hat mir schon erzählt, Was? dass die Frau Koch jetzt wahrscheinlich für immer im Rollstuhl sitzt. Ja, wenn sie Pech hat. Das tut mir so leid. Ist dir nicht leid, Mama? So, wir haben jetzt duschen, da lege ich mich ein bisschen hin. Und dann fahre ich wieder nach Alpbach. Ich möchte morgen früh bei der Visite dabei sein. Sag mal, was ist denn los? Du hast doch eigentlich Urlaub. Die Frau wird bald heiraten. Sie ist vergeben. Ja, das weiß ich. Aber? Nix aber. Ich werde morgen früh mit ihr reden. Und habe denen in der Klinik schon gesagt, dass ich sie abgebe. Ist sie immer noch wach? Kann ich auch so was haben? Ja. Hey, danke. Alles Vorsicht. Okay. Hans, kannst du mir dein Auto leihen? Ja, klar. Fährt er da jetzt noch mal hin, oder was? Ja. Ich hab so Angst. Ich hab so eine Angst. Wovor? Ein Leben im Rollstuhl. Ganz alleine. Du bist nicht allein. Doch. Nein. Lisa, das Wichtigste ist, dass du lebst. Verstehst du? Du lebst. Hilfst du mir? Martin, hilfst du mir? Ja, ich helfe dir. Schwester, fängt eine neue, ja? Und? Sie sind schuld. Bitte? Wenn Sie die OP nicht angeordnet hätten, Dann dann... wäre Lisa gestorben. Wir haben bei der Druckentlastung nekrotisches Gewebe festgestellt. Das hätte zu einer Sepsis geführt und daran wäre Lisa gestorben. Und jetzt ist sie ein Krüppel. Aber sie lebt. Frau Tamm. Komm, Christian. Mein Gott, Lisa. Das ist ja furchtbar. Aber mach dir keine Sorgen. Ich treibe die besten Spezialisten auf, ja? Das hätten wir gleich tun sollen, anstatt deinem Provinzarzt zu vertrauen, oder? Ich möchte mit Christian allein sprechen. Ja. Okay. Lisa, egal was kommt. Das Problem wird sein, dieser Bergunfall, ja? Ja. Und das ist alles ein riesengroßer Albtraum. Und ich werde immer dran denken müssen, wenn ich dich ansehe. Und das halte ich nicht aus. Okay, was kann ich tun? Nichts. Du kannst wirklich nichts tun. Bevor ich anfange, dich zu hassen, muss ich dich... Ich kann dich nicht heiraten. Bitte?
Ja, die Hochzeit sagen wir ab, ist doch klar. Du willst nicht mehr mit mir zusammen sein. Nein. Ich kann dich doch nicht einfach so im Stich lassen. Ich weiß, dass du mich nie im Stich lassen würdest. Aber ich glaube, ich kann mit dir nicht mehr glücklich werden. Sag das nochmal. Tut mir leid. Geh bitte. Sie hat mit mir Schluss gemacht. Sie hat unsere Beziehung beendet. Sie hat gesagt, sie könne mit mir nicht mehr glücklich sein. Lass uns fahren, ja. Sehr geehrte, sehr Geehrter, wir bedauern, die Hochzeit von Christian Tamm und Lisa Koch absagen zu müssen. Wir hoffen, Ihnen nicht allzu große Unannehmlichkeiten bereitet zu haben und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Haben Sie das? Hab ich. Stopp, Halter. Ich rufe Sie noch mal zurück. Wir fahren zurück. Ich will noch mal mit Lisa reden. Christian, ich bin stolz auf dich. Ich bin froh, dass ich keinen Menschen großgezogen habe, der bei einer Krise davonläuft. Aber es ist jetzt ganz wichtig, dass du ehrlich mit dir bist. Was meinst du damit? Eine Frau im Rollstuhl an deiner Seite, das kannst du nicht. Und dafür bist du nicht gemacht. Woher willst du das wissen? Ich bin deine Mutter. Ich kenne dich besser als jeder andere. Du würdest Lisa nie verlassen, aus lauter schlechtem Gewissen. Aber du würdest nicht das Leben führen, das du leben möchtest. Und daran würdest du zerbrechen. Und Lisa mit dir. Du bist jetzt emotional aufgewühlt. Du kannst keine Entscheidung treffen. Schlaf eine Nacht drüber und dann reden wir weiter, ja? Verstehe nicht. Macht keinen Sinn. Ja, sie macht ihm zwar keinen Vorwurf wegen dem Unfall, aber sie sagt, dass sie trotzdem ihr Schicksal immer mit ihm verbinden würde. Und dann macht sie Schluss mit ihm. Ja? Oder das akzeptiert? Ich habe ihn zufällig unten am Marktplatz getroffen. Der kam gerade aus Alpbach, war komplett durch den Wind. Verstehst trotzdem nicht, dass sie Schluss macht mit ihm. Naja, vielleicht gibt's ja noch einen anderen Grund. Professor Hartmann. Ja, Gruber hier. Ich wollte fragen, Patientin Koch, wie sieht's mit dem Hämatokritwert aus? Deutlich zu hoch, aber ich halte es für ein postoperatives Symptom und eine Folge der Abdominalblutung. Okay. Wir konnten Frau Koch heute schon in die Reha entlassen. Gut, dann danke erstmal. Ja, Ihnen auch. Alles Gute, wiederhören. Wollen wir jetzt runterfahren? Magst du runterfahren, ja. Ich hänge noch bloß noch ab. Alles klar, danke. Aber ich fahr zu Lisa in die Reha. Ich habe den Fall abgeben. Sie hat mich gebeten, ihr zu helfen. Als Arzt oder als... Mama, ich habe jetzt dafür wirklich keine Nerven, okay? Dr. Römer wird ab sofort das Schlosshotel als Direktor leiten. Ich habe gerade den Vertrag gemacht. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen und dann können wir ab nach Hamburg. Es fühlt sich alles falsch an.
Ja. Natürlich fühlt sich das alles falsch an. Du warst immerhin sehr verliebt in Lisa und wolltest sie heiraten. Aber glaub mir, wenn wir erst mal in Hamburg sind, dann wird alles ganz leicht sein. Dann wirst du einen Schlussstrich unter das Kapitel ziehen können. Bis 10. Ganz leicht. Deine Blutwerte sind da. Und die sagen, dass du zu wenig trinkst. Ist aufgefallen. Du musst mehr trinken. Minimum 2 Liter pro Tag. Und dazu noch 3 Infusionen täglich. Okay? Ich hol meine Infusion. Es ist nicht gut. Soll ich dir sagen, was passiert, wenn du in deinem Zustand nichts trinkst? Dann wirst du sterben, Lisa. Dann bist du in 3 Tagen tot. Willst du sterben, Lisa? Wohin mit mir, Martin? Wenn ich hier rauskomme, was wird denn dann aus mir? Ich bin so leer. Ich hole jetzt eine Infusion und dann reden wir. Fangen wir mit der Lehre an. Bin gleich wieder da. Hallo. Danke. So, bin wieder da. Lisa? Bist du im Bad? Scheiße. Lisa? Es ist, als wenn mich da einer runterzieht. So ein Druck. Lisa. Ich weiß nicht, wofür ich weiterleben soll.
hast du ihn verlassen? Ich will ein ganz normales Leben. Ganz normal. Außerdem hätte Christian sich so nie in mich verliebt. Im Rollstuhl. Und ich will nicht, dass er aus Mitleid bei mir bleibt. Oder weil er ein schlechtes Gewissen hat. Ich denke die ganze Zeit an dich. Das sah auf Lisas Fotos ganz anders aus. Das Haus steht seit über einem Jahr leer. Davor gab es ständig wechselnde Besitzer. Kannten Sie Lisas Eltern? Na. Sie hat nie viel über sie erzählt. Außer, dass sie als Kind hier sehr glücklich war. Wie geht's ihr? Haben Sie mit Ihrem Bruder gesprochen? Haben Sie überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihr? Sie hat mich gebeten, Ihre Entscheidung zu akzeptieren. Würde es Ihnen etwas ausmachen? Ich würde gerne ein bisschen alleine. Ach so, nein, das will ich nicht. Kein Problem. Sie rufen mich an, wenn ich was für Sie tun kann. Ich habe Ihre Hilfe lang genug strapaziert. Sie strapazieren mich nicht. Herr Gruber, Sie haben keine Schuld. Das war alles eine Aneinanderkettung von unglücklichen Umständen. Was machst denn du im Dunkeln? Sitzen. Sag mal, weißt du eigentlich, was mit dem Vater von der Lisa passiert ist? Warum er gestorben ist? Der ist verunglückt am Berg, wie der Papa. Ja, man sagt, er hat sich das Leben genommen, weil er den Tod seiner Frau nicht verkraftet hat. Okay. Du. Erklärst du mir was? Was fasziniert dich so an der Lisa? Schau. Die ganzen letzten Jahre mit Anne und dann Rike, dann wieder Anne. Und dann plötzlich kommt die Lisa und dann... Das ist alles irgendwie leicht, alles anders. Ja. Verstehe schon. Schau, ich möchte einfach ein ganz ruhiges, normales Leben haben mit einer Frau. Und du glaubst, das geht mit der Lisa? Ja. Ich glaube, dass Lisa ein schönes Zuhause ist. Aber? Aber nicht für mich. Das ist alles.
denn die ganze Zeit? Ich habe gestern den ganzen Abend versucht, dich zu erreichen. Wir müssen doch packen. Ich wollte dir nur kurz sagen, ich bleibe in Elmau. Aber was willst du denn hier noch machen? Um Lisa kämpfen. Hey. Ich würde gerne einen Ausflug machen mit dir. Ja, wohin denn? Vertrau mir. Okay. Warum hier? Weil dir dein Vater verunglückt ist. Wie war denn das damals? Die Polizei hatte mir gesagt, dass man ihn gefunden hat. Ich habe dann ein paar Wochen gebraucht und dann habe ich es geschafft, herzukommen. Ich weiß auch nicht, ich dachte, vielleicht finde ich irgendwas, was mir erklärt, was passiert ist. Ich bin dann bis ganz vor an die Kante und hab runtergeguckt, hab die Felswand abgesucht. Und dann ging's los. Dann ist mir schwindelig geworden und schlecht. Und dann war da dieser Sog. Schritt Nummer 1, denk an was Positives. Denk an ein schönes Erlebnis mit deinem Vater. Das waren so viele. Gut. Warum war ich denn nicht Grund genug für ihn, um weiterleben zu wollen? Gab es einen Abschiedsbrief? Lisa, du hast die Wahl, wie du deinen Vater in Erinnerung behalten möchtest. Entweder als Mann, der am Ende seines Lebens keine Kraft mehr hatte, den Tod seiner Frau, seiner Mutter zu überwinden und sich das Leben genommen hat. Oder als Mann, der, so tragisch es auch war, einfach nur verunglückt ist und dich niemals allein gelassen hätte. Bring mich mal dahin. Der hat mich geliebt. Der hat mich geliebt. Er hat mich geliebt. Herr Tam, hallo. Wie lange geht es schon mit Ihnen und Lisa? Was
nicht, wovon Sie sprechen, Herr Tam. Ich habe gesehen, wie Sie sie geküsst haben. Wie Sie eiskalt Ihre Situation ausgenutzt haben. Herr Tam, ich tue eines bestimmt nicht. Ich nutze bestimmt keine Situation aus. Lisa ist hilflos. Und Sie sind Ihr Arzt. Ich meine, ist das erlaubt? Sie haben doch eine Verantwortung, verdammt nochmal. Als Arzt. Und als Arzt haben Sie die Finger von Ihrer Patientin zu lassen. Herr Tam, ich bitte Sie, wir können... Du mit deinen beknackten Weibergeschichten, echt? Ach, Hans, bitte. Was? Ist mal wieder typisch. In kriselnde Beziehungen reingrätschen und dann voll absahnen, oder was? Jetzt reicht's aber. Vielleicht solltest du nicht nur diesem Herrn Tam zuhören, sondern auch mal ausnahmsweise deinem Bruder. Der Mann liebt diese Frau abgöttisch. Und warum macht er dann nichts? Was soll er denn machen? Sie will ihn nicht mehr sehen. Und dann kommst du auch noch daher. Und? Der hättest den mal gestern sehen sollen. Ich war mit ihm unten beim Haus von Lisas Eltern. Der war da die ganze Nacht, nur um ihr irgendwie nah zu sein. Ist doch Wahnsinn. Hans, mich steht da nicht an, es geht überhaupt nichts an. Ja. Gut. Ich bin zum Abendessen wieder da. Ja. Was wollen Sie denn hier? Herr Tam, es tut mir leid, ich möchte das nicht so stehen lassen. Was ist der Plan? Wie geht's weiter? Erstens, Sie lassen die Finger von meiner Freundin. Und zweitens, es geht Sie überhaupt nichts an. Ja. Ich dachte nur wegen dem Hof für Lisa, weil er wichtig ist für Sie. Ich weiß. Ich habe es längst in die Wege geleitet. Morgen ist der Notartermin. Hi. Guten Morgen, Martin. Du, ich wollte ins Hotel schon mal ein paar Sachen abholen. Meinst du, du könntest mich da hinfahren? So in einer Stunde? Martin? Ja, ich bin dran. Ja, klar, mach ich. Danke. Ja? Gruber hier. Entschuldigen Sie die Störung. Nein, Sie stören nicht. Ich wollte Sie um was bitten. Ich wollte fragen, ob es für Sie okay ist, wenn ich mich von Lisa noch mal verabschiede. Wenn das für Sie wichtig ist? Danke. Also, Herr Tam, alles Gute. Alles Gute Ihnen auch. Danke. Hi. Was ist? Lisa, es geht nicht mit uns beiden. Ich weiß es. Du weißt es. Hat den Hof gekauft. Für dich. Für euch. Ja, aber du bist der Mann. Ich bin der Mann, der dir geholfen hat zu leben, Lisa.
Das ist alles. Sehen wir uns wieder? Hier bist du. Kann ich dich mal in Ruhe sprechen? Oben im Büro? Nee, wir können doch auch alles hier besprechen. Was ist los? Also gut. Ich habe den Gasthof von Lisas Eltern gekauft. Du hast was? Den Gasthof von Lisas Eltern gekauft. Mit welchem Geld? Ich habe einen Kredit bei der Bank aufgenommen. Als Sicherheit habe ich Hotel Seeblick hinterlegt. Es gehört mir. Papa hat's mir vermacht. Aha. Und was machst du, wenn der Gasthof den Bach runtergeht und du das Hotel Seeblick verlierst? Dann stehst du mit nichts da. Also mit meiner Unterstützung kannst du da nicht rechnen. Das weiß ich. Das tue ich auch nicht. Christian, wie oft habe ich dir gesagt, man trifft keine weitreichenden Entscheidungen. Wenn man emotional aufgewühlt ist, ja. Ich bin froh, dass ich noch emotional aufgewühlt sein kann. Ich werde alles tun, dass das so bleibt. Diese Verantwortung für dieses gesamte riesige Unternehmen. Immer nur die Notwendigkeiten vor Augen. Und alles andere immer hinten anstellen. Ich bin so satt. Das macht mich nicht glücklich, Mami. Erst mal klein anfangen. Mit dem Gasthof, mit Lisa. Das wird mich glücklich machen. Bist du wieder mit der zusammen? Das kann ich dir noch nicht sagen. Aber es gibt nichts auf der Welt, was ich mehr wünsche als das. Aber Christian, ich brauche dich. Das Unternehmen braucht dich. Das Unternehmen braucht Menschen, die es in der Größenordnung mit Leidenschaft führen. Dieser Mensch bin ich nicht. Aber ich schaff das nicht alleine. Ich hab doch nur dich. Weil du keinem vertraust. Man kann keinem vertrauen. Doch. Und es ist höchste Zeit, dass du es lernst. Hallo. Meinst du das ernst? Willst du den Hof mit mir führen, ja? Es wäre mein größter Traum. Aber ich will dich nicht bedrängen, ja? Du bist die Eigentümerin. Egal, wie du dich entscheidest, ob für mich oder... Wollen wir es uns anschauen? Und? Was sagst du? Servus. Hi. Ihr wollt Skifahren gehen. Magst mitkommen? Nee, ich möchte es jetzt hier fertig machen.
Okay. Bruder! Komm doch mit. Aber heute fahren wir woanders. Aha. Aha. Ja, und heul nicht wieder, wenn du langsamer bist. Groß mal. Kommst du? Ja, ich komme gleich. Brauche noch einen Moment. Alles klar, ich fahr schon mal. Ja.